Die Zutaten für die Kürbistorte sollten alle bereitstehen, geputzt, gewaschen, ausgesucht und wie sich das gehört. Der Kürbis in Stückchen schon, der Grünkohl schon gewaschen, geschnitten, die Chiliflocken, die Eier, die Pasta abgewogen, der Blattspinat gewaschen und hier sind noch die geschnittene Knoblauch, Ricotta, Taleggio in Stückchen und der Parmesan frisch gerieben. Los geht's mit den Eiern. Die werden in einer großen Schüssel schön verquirlt und dann kommt schon der Ricotta dazu. Der wird auch verrührt. Und jetzt der Parmesan, und zwar nur die Hälfte der Menge. Der Taleggio, die geschnittenen Knoblauchzehen und die Gemüsebrühe. Die ganze Menge und das dann alles schön verrühren. Sobald die Masse schön gleichmäßig ist, den Kürbis hineingeben, den Grünkohl dazu. Jetzt sieht man schon, warum man so eine große Schüssel braucht. Und jetzt wird das alles hier ordentlich untergehoben. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Jetzt kommt der Blattspinat da drauf und die getrockneten Nudeln zum Schluss. So, und jetzt wirklich muss man zusehen, dass man alles ganz wirklich gut überzieht mit dieser Flüssigkeit. Salz kommt da drauf, Muskatnuss, dann kommt Pfeffer und die Chiliflocken. Zum Schluss Olivenöl. Und rühren, rühren, rühren. Man merkt, der Lochkochlöffel reicht jetzt nicht mehr aus. Deswegen habe ich mir noch einen großen Rührlöffel für den Wok genommen. Da kann man ganz schön alles unterheben. Das ist wirklich wichtig, damit die Flüssigkeit überall dran kommt. Unten steht so ein bisschen Flüssigkeit noch. Und jetzt ist die Backform ausgekleidet mit Backpapier. Und nach geht das jetzt hier alles da rein. Und richtig schön oben drücken, dass die Oberfläche glatt ist. Mit Parmesan bestreuen. Auch die Hälfte von dem, was noch übrig ist. Und ab in den Ofen. Oh, vergessen, er muss natürlich zugedeckt werden, der Kuchen, sonst verbrennt es. So, 180 Grad, eine ganze Stunde. Und dann sieht es so aus. Dann wird das Backpapier ein bisschen zur Seite getan. Es kommt nochmal Olivenöl drauf. Und auch nochmal der restliche Parmigiano. So, das wieder zurück in den Ofen und nochmal eine halbe Stunde backen. Dann sieht es so aus. Und das muss jetzt eine halbe Stunde ruhen. Und dann erst kann man die Springform aufmachen und das Papier ein bisschen abziehen. So sieht man, dass es eine wunderbare Torte geworden ist, die jetzt auch nicht mehr auseinanderfällt beim Schneiden. Das ist das erste Stück. Sieht ganz wunderbar aus und ist wirklich absolut gut und köstlich. Die Gäste waren wirklich angetan. Ich auch. So, that's it. Guten Appetit.